Ich habe eine Woche lang gelächelt. Ob es neben meinem Muskelkater im Kiefer wirklich auch meine Psyche und das Verhalten meiner Mitmenschen positiv beeinflussen kann und ob das vielleicht sogar der ultimative Hack ist, mit dem man einen Oscar gewinnen kann, finden wir jetzt gemeinsam raus. Lächeln ist eine absolute biologische Konstante. Menschen über alle Kulturen hinweg, selbst Babys oder Personen, die blind geboren wurden und das Lächeln so nie durch Imitation lernen konnten, drücken damit ganz instinktiv aus, dass sie sich richtig gut fühlen. Aber was ist, wenn ich diesen tief verwurzelten Mechanismus umdrehe, um meinen Kopf auszutricksen? Was ist, wenn ich nicht lächle, weil ich mich gut fühle, sondern lächle, um mich gut zu fühlen? Und zwar dauerhaft gut. Ich werde 7 Tage lang knallhart durchlächeln, ob mir danach ist oder nicht. Überall. Beim Arbeiten, beim Nichtstun, draußen auf der Straße, beim Einkaufen oder auch bei wichtigen beruflichen Calls und Events, wie der Video Day Award Zeremonie diese Woche. Da bin ich nämlich zweifach nominiert. Was soll das? Ich dachte, ich komme hoch, weil ich bin zweifach nominiert. Wer viel lächelt, erhöht wissenschaftlich gesehen sein Wohlbefinden, erlebt Situationen positiver und ist optimistischer. Zwischenmenschlich werden angeblich sogar soziale Bindungen, Gruppendynamiken und Vertrauen verbessert. Aber auch körperlich wirkt Lächeln. Es soll gesünder machen, das Immunsystem stärken, Blutdruck reduzieren und sogar länger leben lassen. Und für mich als selbstständigen Drehbuchautor und Regisseur am allerwichtigsten, Lächeln soll all das verbessern, aber auch dauerhaft und kurzfristig Stress reduzieren. Ja, Moment. Kann man überhaupt ständig lächeln? Tut das nicht weh? Spoiler, ja, sehr. Denken Leute im Supermarkt, ich will sie anflirten? Was mache ich, wenn es nicht angebracht ist zu lächeln? Und was macht es mit mir, wenn ich lächle, obwohl ich mich schlecht fühle? Was sind die Grenzen des Lächelns? Und bringt es am Ende nicht meine ganze Psyche durcheinander, wenn ich so eine tief verwurzelte menschliche Konstante wie das Lächeln missbrauche? Es fühlt sich auf jeden Fall an, als hätte ich irgendeinen Hack benutzt, der das System aber kaputt machen könnte. Nicht so negativ. Lächeln. Es geht los. Ab jetzt wird eine Woche lang durchgelächelt. Wahrscheinlich aber nicht so krass, weil das tut dann weh. Wahrscheinlich ein bisschen milder. Ich befürchte, ich muss erstmal vom Spiegel ein bisschen ein Lächelgefühl entwickeln. Auf wie viele verschiedene Arten kannst du eigentlich lächeln, Pia? Du hast ein wunderschönes Lächeln. Aber Lächeln ist ja nicht gleich Lächeln. Ich kann breit grinsen, eine Seite hochziehen oder beide, voller Mitgefühl oder böse lächeln und so ganz verschiedene Emotionen mit einem Lächeln ausdrücken. Also, was ist jetzt eigentlich richtiges Lächeln? Wie lächelt man richtig? Welches dieser beiden Lächeln findest du echter, Kim? Und welches hier? Oder hier? Wahrscheinlich jeweils das linke. Und das, obwohl der Mund immer ziemlich gleich bleibt. Aber woran liegt das? Es gibt 3 grundlegende Arten von Lächeln. Erstens, das echte Freudelächeln. Erkennt man daran, dass nicht nur die Mundwinkel nach oben gezogen werden, sondern auch die Augen mitlachen. Der Musculus orbicularis oculi wird unwillkürlich angespannt, was die Augen verengt und Lachfältchen oder Krähenfüße entstehen lässt. Unbewusst signalisiert das den anderen, aber auch uns selbst, dass ein Lächeln Zeichen authentischer Freude ist. Dieses Lächeln ist allen Menschen angeboren. Es gibt aber noch... Oh Mann, das Tape ist kaputt. Zum Glück kann ich alles auswendig. Moment. Zweitens, das Bindungslächeln. Dieses dient in unserem Kulturkreis sozialen Zwecken. Etwa zur Begrüßung oder zum Ausdruck von Zustimmung. Es aktiviert weniger Muskeln und kann gezielt positive Absichten signalisieren, ohne dass zwangsläufig echte Freude ausgedrückt wird. Dieses Lächeln ist sozial gelernt und kann in anderen Kulturen unterschiedlich verwendet und interpretiert werden. Und drittens, das asymmetrische Dominanzlächeln ist ebenfalls sozial gelernt und signalisiert Status oder Überlegenheit, ist oft asymmetrisch und kann ambivalente Gefühle beim Gegenüber hervorrufen. Das war creepy. Also das asymmetrische Dominanzlächeln ist nicht mein Ziel und für den stärksten Effekt simuliere ich dann das universelle Freudelächeln, bei dem die Augen voll mitgehen. So wie wenn ich auf mein Konto schaue und sehe, dass ich Zinsen erhalten habe. Und das auf mein komplett kostenloses Girokonto bei Trade Republic. Trade Republic zahlt dir für dein gesamtes Guthaben 2% jedes Jahr Zinsen. Täglich berechnet und monatlich ausbezahlt. Und das Konto bietet mir alle Funktionen, die ich brauche. Gehaltszahlung, SEPA-Überweisung in Echtzeit, kostenlose Bargeldabhebungen ab 100 € weltweit. Aber Trade Republic kann noch viel mehr, um dich zum Lächeln zu bringen. Falls du dich gut mit moderaten Zinsprodukten und Anlagemöglichkeiten auskennst, hast du auch hier viele Möglichkeiten, um noch mehr aus deinem Guthaben rauszuholen. Was aber dann mit den Risiken von Geldanlagen einhergeht. Wenn du also wie ich genug hast von unnötigen Gebühren und komplizierten Apps und bei dem Blick auf dein Konto endlich wieder lächeln möchtest, schau dir mit Trade Republic die moderne Form des Bankings gerne mal an. Über den Code oder den Link unterm Video.
Also Massage ist schon wichtig. Das Freudelächeln mit aktivierten Duchenne-Markern ist nach Wut einer der Gesichtsausdrücke, bei dem am meisten Muskeln beansprucht werden. Krafttraining quasi. Und das merke ich auch ziemlich schnell an Tag 1. Also so komplett konstant ohne Unterbrechung zu lächeln ist nicht drin. Man muss immer irgendwann mal ein bisschen loslassen. Sonst verkrampft sich alles im Gesicht und dann macht es ja auch keinen Spaß. Deswegen mal gucken, wie sehr ich das als Fail werte, wenn ich zwischendurch aufhöre. Was aber ein Riesenvorteil ist, dadurch, dass man immer wieder lächelt, erinnert man sich, sobald es aufhört, daran, dass man gerade nicht lächelt und fängt dann wieder an. Also ich lächle generell so viel wie noch nie in meinem Leben, denke ich. Aber bringt dieses viele Lächeln überhaupt was, wenn es total künstlich ist und ich mich dazu zwinge? Funktioniert das dann trotzdem? Kurze Antwort habe ich nicht. Lange Antwort, ja. Oh, ich hatte doch eine kurze Antwort. Egal. Die Facial Feedback Hypothesis besagt, dass die Bewegungen der Gesichtsmuskeln nicht nur einseitig Ausdruck von Emotionen ist, sondern auch andersrum aktiv die Entstehung und Intensität dieser Gefühle beeinflussen kann. War ein langer Satz. Also einfach gesagt, wenn man lächelt, sendet die entsprechende Gesichtsmuskulatur Signale ans Gehirn, die das Gefühl von Freude verstärken oder sogar auslösen können. Untersucht wurde das mit einem Experiment, bei dem die Versuchspersonen einen Stift nur mit den Zähnen halten sollten. Damit werden die gleichen Mundmuskeln wie beim Lächeln aktiviert, ohne zu lächeln. Die Probanden mit Stift im Mund bewerteten Cartoons als lustiger und in einer späteren Studie von 2006 sogar Gesichter als freundlicher als die jeweilige Kontrollgruppe, die jetzt nicht so einen Stift im Mund hatten. Und das gilt nicht nur für Lächeln, sondern auch andersrum. Neuere Studien haben Ähnliches für negative Gesichtsausdrücke untersucht. Dabei wurden Menschen, die an klinischer Depression litten, Botox in die Stirnfalte injiziert, um die Muskeln, die für Stirnrunzeln zuständig sind, zu lähmen. Angeblich trat eine Besserung der Depression ein. Die Ergebnisse der Lächel- und Stirnrunzelexperimente konnten in späteren Studien aber nur zum Teil bestätigt werden. Trotzdem sind sich die Forschenden einig, dass es zumindest einen kleinen Effekt gibt. Dann ist die Antwort also eindeutig. Vielleicht. Und ich mache mich zum Versuchskaninchen, um darüber vielleicht ein bisschen mehr herauszufinden. Denn so richtig langfristig durchlächeln wurde bislang wissenschaftlich noch überhaupt nicht getestet. Es klingt nur fast zu einfach, dass ich mich besser fühle, bloß weil ich künstlich lächle oder nicht mehr die Stirn runzle. Aber im Grunde versuche ich genau das. Aber zurück zu meinem künstlichen Lächeln. Das teste ich jetzt zum ersten Mal im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Also im Supermarkt war jetzt schon ein bisschen unangenehm, die ganze Zeit so vor sich hin zu lächeln. Allerdings haben ja auch viele andere Leute dann zugelächelt. Das scheint schon irgendeinen Effekt zu haben. Ich komme mir trotzdem noch ein bisschen komisch vor. Tatsächlich ist es wissenschaftlich gut belegt, dass Lächeln, genau wie andere emotionale Ausdrücke, ansteckend wirkt. Wer lächelt, wird also auch selbst öfter angelächelt. Vielleicht habt ihr das beim Schauen des Videos ja auch schon gemerkt und zurückgelächelt. Wenn nicht, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, Tim. Mir selbst fällt das Lächeln allerdings im Laufe des Tages immer schwerer und immer wieder rutscht es mir langsam unbewusst vom Gesicht. Bin mir nicht sicher, ob ich das Experiment einfach als gescheitert ansehen muss, weil es jeden Tag irgendwann passiert, dass das Lächeln ganz verschwindet, mal kurz. Nicht die ganze Zeit so voll lächeln zu können, ist aber gar nicht so schlimm. Tatsächlich wurden beim Stiftexperiment auch nur die Mundmuskeln und nicht die Muskeln um die Augen beobachtet. Es gibt trotzdem Effekte und ich bin super gespannt, ob ich das recherchemäßig herausfinden kann, ob das stimmt. Ich habe mich nämlich wie immer vorher so wenig wie möglich informiert, um die Effekte nicht zu verfälschen und gehe quasi blind in dieses Experiment. Aber ich fühle mich besser. Ich bin offener, ich gehe offener auf Menschen zu. Ich habe das Gefühl, ich bekomme auch viel mehr positives Feedback. Aber trotzdem, es ist ein durchaus positiver Effekt zu bemerken. Ich habe das Gefühl, ich bin erfüllter, offener, besser gelaunt. Meine Gegenübers auch. Das stimmt. Denn nicht nur selbst lächeln, sondern auch angelächelt werden, steigert das Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Und wenn Lächeln ansteckend ist, führt das zu einer positiven Rückkopplung, bei der ich besser drauf bin, weil ich lächle und andere auch besser drauf sind, weil ich lächle, weshalb sie wiederum selbst lächeln und ich besser drauf bin, weil ich angelächelt werde und deswegen selbst mehr lächle und es entsteht so ein Lächelloop der guten Laune. Klingt wie eine dystopische Schlagersendung. Jetzt ist die Frage, wie wird es bei der Preisverleihung? Wenn ich da einen schlechten Tag habe, ich meine, ich bin zweifach nominiert, das freut mich so krass, und bis jetzt habe ich mich nur gefreut darüber, und dann dachte ich kurz, zweimal nominiert und nichts gewinnen, wäre irgendwie auch doof. Was Quatsch ist, nominiert sein ist schon so geil, aber dann kommen so diese 2
Selbstzweifel hoch und naja, ich glaube, jeder Kunstschaffende kennt dieses Gefühl. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann mein Lächeln behalten. Ich bin jetzt erstmal müde und ich merke auf jeden Fall diesen Muskelkater in den Kiefergelenken, also in den Kiefermuskeln. Und die können sich jetzt wenigstens ein bisschen über Nacht ausruhen. Denn beim Einschlafen kann ich ja gar nicht anders, als mein Lächeln langsam loszulassen. Aber der nächste Tag wird sofort wieder mit einem Lächeln beginnen. Heute sind die Video Day Awards. Ich bin zweimal nominiert. Einmal in Longform, einmal in Storytelling. Ich werde wahrscheinlich nichts gewinnen, weil ich bin mit absolut krassen Größen nominiert. Da habe ich keine Chance. Es ist trotzdem eine absolute Ehre und ich freue mich, da hinzugehen. Ich bin aber auch gespannt, wie es wird mit dem Lächeln, weil ich merke das schon doch, wie es zieht. Das wird dann spannend, aber es gibt einen riesen Vorteil heute, da ich die gesamte Zeit auf einer Veranstaltung bin, wo man ständig gefilmt wird und ich wahrscheinlich relativ weit vorne sitze, weil ich nominiert bin, habe ich die Möglichkeit, auch später im Schnitt mich selbst zu beobachten, ob ich es durchziehen konnte. Weil so im alltäglichen Verlauf kriege ich gar nicht immer mit, ob ich vielleicht doch mal nachlasse, ob ich das leichte Lächeln überhaupt halte. Manchmal merke ich, dass ich wieder ein bisschen mehr anziehen muss, aber wie weit die Mundwinkel dann runtergegangen sind, kriege ich eigentlich gar nicht mit. Und da ist heute Abend die Chance, wirklich kontrolliert zu werden. Da solche Events auch immer beruflich für Networking wichtig sind und Lächeln ja Vertrauen und Selbstbewusstsein für beide Seiten fördern soll, ist es doch eine super Idee, da jetzt einfach durchzulächeln, oder? Ja, da ist die Antwort diesmal wirklich ganz eindeutig. Ich hoffe mal, das klappt jetzt wieder. Zweiter Versuch. In sozialen Situationen kann falsches oder aufgesetztes Lächeln aber auch negative Effekte haben, nämlich dann, wenn es von den anderen bewusst oder unbewusst als falsch erkannt wird. Experimente zeigen, dass wenn erzwungenes oder unechtes Lächeln erkannt wird, dies oft zu weniger Vertrauen, weniger Sympathie und weniger Kooperation beim Gegenüber führt. Besonders dann, wenn die anderen selbst aufgeregt oder unsicher sind. Okay, bisschen Analog-Horror. Also der Hauptverräter eines falschen Lächelns sind dabei natürlich wie immer die Augen. Aber jetzt kann ich mir ja endlich mal von außen anschauen, wie mein Lächeln wirkt und wie dauerhaft ich wirklich gelächelt habe in dieser stundenlangen Awardshow. In einem Moment ist mir das Lächeln allerdings ziemlich plötzlich aus dem Gesicht gefallen. Experiment beendet. Okay, nicht ganz. Denn während ich auf die Bühne gehe, sieht man ziemlich gut meine ehrliche Freude. Ein ehrliches Lächeln. Auch wenn ich hier erstmal ziemlich sprachlos bin. Hi. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich meine, ich war mit Marvin und Simply und jetzt mit Vince und Tatsache nominiert. Da hat man eigentlich keine Chance, weil das so unfassbar gute Kanäle sind. Alle. Ich bin so beeindruckt davon, wie Vince es schafft, Geschichten zu erzählen, wie er es schafft, auch Technik zu benutzen, um sie noch nahbarer zu machen, dass man so wirklich reingezogen wird in die Realität, die nacherzählte. Bei Tatsache finde ich es auch so unfassbar, wie mit Animation gearbeitet wird, wie mit Sound gearbeitet wird. Das sind so unfassbar gute Kanäle. Und dann bin noch ich dazwischen. Ich mache, glaube ich, so ein bisschen was anderes, aber halt auch Storytelling. Und vielen Dank an David Nolte, der mich unterstützt. Der ist mein Manager, Contentplanung, an Melis, die meine E-Mails macht. Und ich glaube, hier sind heute Abend sehr viele Leute, denen es finanziell super, super gut geht. Und das freut mich extrem für euch. Da bin ich super glücklich drüber. Es gibt tausende Organisationen aktuell, die Geld brauchen. Und es gibt Leute hier, die brauchen nicht so viel Geld, wie sie haben. Mission Lifeline, Seenotrettung, lokale Tierheime, Integrationshilfen. Es gibt aktuell so viele Möglichkeiten, Geld zu spenden, das könnt ihr steuerlich absetzen, um die Welt zu verbessern. Nicht nur eure, sondern die von uns allen. Natürlich habe ich mich extrem über den Preis gefreut und auch wirklich gar nicht damit gerechnet, weshalb meine Rede sehr spontan war. Ich habe aber auch den positiven Effekt des Lächelns durch den Abend gespürt und ich glaube, mein Spendenaufruf am Ende war auch ein bisschen durch dieses Dankbarkeitsgefühl angeregt, welches auch das Lächeln in mir ausgelöst hat. Ich habe jetzt gleich ein Meeting mit dem Deutschen Regieverband und mir tut von gestern hier alles weh. Also die Muskeln hören nicht auf, weh zu tun. Und gestern habe ich, glaube ich, noch mal intensiver darauf geachtet, weil auch Kameras ja die ganze Zeit auf mich gerichtet waren. Ich glaube, ich habe noch viel mehr gelächelt als sonst. Und ich spüre das so hart. Ja, und es wird jetzt im Meeting leider genauso weitergehen. Also was heißt leider? Leider für meine Kiefermuskulatur. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fängt wirklich an weh zu tun. Hier, da, das zieht schon ordentlich. Und was meine Laune angeht, es hat Auswirkungen auf meine Laune, es macht aber auch was ganz Komisches. Am dritten Tag betrete ich dann endgültig wissenschaftliches Neuland. Es gibt zwar Studien, die sich mit den kurzfristigen Folgen von bewusst eingesetztem Lächeln beschäftigen, aber was passiert, wenn man versucht, das dauerhaft auszunutzen? Das ist quasi unerforscht.
Oder ich habe zumindest bei der Recherche nichts dazu gefunden. Ich glaube, es ist unerforscht. Ich betrete hier also wirklich... Okay, reicht jetzt. Ja, ist gut. Wissenschaftliche Bestätigung für die positiven Effekte, die ich erlebe, findet man am ehesten noch in Untersuchungen zum Lach-Yoga. Das baut ebenfalls darauf auf, dass der Körper simuliertes und echtes Lachen nicht unterscheiden kann. Und das ist wesentlich besser erforscht. Allerdings wird das Lachen da ja auch nur kurzfristig eingesetzt. Und die Forschenden weisen darauf hin, dass mögliche Nebenwirkungen bislang kaum untersucht worden sind. Manchmal macht es halt wirklich dieses Hochgefühl, dass man so merkt, ja, eigentlich gibt es doch gar keinen Grund, schlecht drauf zu sein. Und dann fallen mir aber doch genug Sachen ein, schlecht drauf zu sein. Und ich ärgere mich richtig, dass ich dieses Lächeln im Gesicht habe. Dann werde ich so verbittert. Das sind so gerade so die 2 Modi. Aber meistens eher dieser, okay, wir kriegen das hin. Es ist so, als würde man sich selber anlügen. Was passiert, wenn man dauerhaft seine Gefühle einseitig unterdrückt oder sich selber darüber belügt, ist ziemlich gut untersucht. Und da kommt jetzt noch einiges auf mich zu. Aber besonders meine Erfahrungen mit anderen Menschen bleiben nach wie vor sehr positiv. Es fühlt sich völlig anders an, mit einem dauerhaften Lächeln spazieren zu gehen, statt einfach neutral zu schauen. Super coole Jacke. Oh, vielen Dank. Die Frisur steht Ihnen ausgezeichnet. Sieht sehr gut aus. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch mehr im Moment bin. Allein schon, weil ich mich immer wieder daran erinnere zu lächeln, wodurch ich nicht zu sehr in Gedanken abdriften kann. Auch weil um mich herum immer mehr Menschen auf mein Lächeln reagieren. Normalerweise wäre ich an diesen Menschen wahrscheinlich einfach vorbeigelaufen und hätte sie kaum im Gedächtnis behalten. Aber durch das Lächeln werden daraus kleine positive Momente. Und ich glaube auch für die anderen. Da ist wieder diese positive Rückkopplung. Ich fühle mich sofort noch besser, wenn jemand auf mein Lächeln reagiert. Dadurch richtet sich mein Fokus nicht nur innerlich auf Positives, sondern auch automatisch immer wieder auf die positive Erfahrung im Äußeren, die ich durch das Lächeln mache. Im Grunde ist das wie eine dauerhafte Achtsamkeitsübung, ein Zen-Marathon. Dieses ständige Lächeln sorgt bei mir auf jeden Fall dafür, dass sich so ein Dankbarkeitsgefühl einstellt für alles Mögliche. Also eine Grunddankbarkeit auf einmal. Das fühlt sich für mich irgendwie wie Cheaten an, deswegen bin ich so hin und her gerissen, wenn das passiert, weil ich denke, oh, wie schön, das ist gut. Und der Fokus rückt so voll auf das Positive, was man hat, worüber man glücklich ist, was gut ist. Und die negativen Sachen, die halt auch einfach passieren und dazugehören und sind, wie sie sind, werden dann so ausgeblendet. Aber mein Kopf macht dann so, nee, das darfst du nicht aus dem Blick lassen. Da musst du dich drauf konzentrieren. Was ja Quatsch ist. Es ist ja beides nicht die Wahrheit. Es ist ja beides zusammen die Wahrheit. Aber das Lächeln sorgt gerade wirklich dafür, dass ich mehr zu diesem Positiven hinschifte und auch immer denke, ich schaffe das schon. Also generell so positivere Gedanken, was aktuell interessant ist, weil die Realität ist, dass gerade wirklich echt viel zu tun ist. Und ich bin aber trotzdem nicht gestresst. Das finde ich auch extrem seltsam. Eine Studie von 2014 hat die Facial Feedback-Hypothese in Bezug auf Stress getestet. Diesmal mit Essstäbchen, die die Testpersonen auf unterschiedliche Arten im Mund halten sollen, um einen neutralen Gesichtsausdruck, Bindungslächeln oder das Duchenne-Lächeln zu erzeugen. Die Probanden wurden dann mit Aufgaben gezielt unter Stress gesetzt. Und diejenigen, die ein erzwungenes Duchenne-Lächeln im Gesicht hatten, bewahrten nicht nur durchgehend einen niedrigeren Puls, sondern dieser sank bei ihnen auch nach den Aufgaben schneller zurück aufs normale Ruheniveau. Und diese gesteigerte Resilienz plus bessere Stresserholung kann langfristig auch positive Effekte auf die körperliche Gesundheit insgesamt haben. Aber ja, ich habe das Gefühl, es sorgt für so eine gewisse innere Ruhe, auch wenn ich mir manchmal echt ein bisschen blöd vorkomme mit diesem Dauergrinsen. Aber es ist ein ganz seltsames Gefühl, weil es sich so anfühlt, als würde man schummeln. Und mein Muskelkater ist weg. Also ich merke halt schon, es ist jetzt wahrscheinlich, habe ich hier richtig Bizeps. Das Durchlächeln wird wirklich zunehmend härter. Du kannst ja mal versuchen, nur für die nächste Minute dieses Videos ein Duchenne-Lächeln durchzuhalten. Aber Vorsicht, denn Gesichtsmuskeln können wie bei jeder anderen Muskulatur durch übermäßige Belastung verspannt werden und einen echten Muskelkater entwickeln. Und genau das bekomme ich jetzt zu spüren. Als würden meine Mundwinkel den ganzen Tag Gewichte stemmen und trotz Schmerzen einfach immer weitermachen. Aber das Gute ist ja, Muskulatur wird mit der Zeit ja besser, ne? Oder?
Ich glaube, ich habe trotzdem jeden Tag mehrfach die Regel gebrochen und aufgehört zu lächeln. Dauerlächeln geht einfach nicht. Aber sich immer daran zu erinnern, in den Momenten, dass man es machen sollte, sorgt auf jeden Fall dafür, dass man es viel, viel öfter macht. Weil 24/7 lächeln geht nicht, klar. Aber generell das so im Fokus zu haben, hat mir doch geholfen, diese Woche sehr viel positiver alles zu sehen. Und ein besseres Grundgefühl zu haben. Weniger Stress, mehr Selbstvertrauen in mich selber und meine Fähigkeiten. Das ist schon echt spannend, was das alles so diese Woche angeschoben hat. Ich glaube, ich mache einfach damit weiter, ehrlich gesagt. Du kannst jetzt übrigens aufhören zu lächeln, wenn du willst. Wenn du noch kannst. Denn Lächeln wirkt nach. In der Stressstudie von eben zum Beispiel waren die positiven Ergebnisse auch noch messbar, nachdem gar nicht mehr aktiv gelächelt wurde. Insofern ist es gar nicht so schlimm, wenn ich es nicht schaffe, dauerhaft zu grinsen. Für den maximalen Effekt versuche ich es aber trotzdem. Es gibt diese Woche auf jeden Fall den Mix der Emotionen, weil ich generell merke, dass ich so eine positivere Grundstimmung habe. Aber manchmal, wenn ich dann wütend werde, ist die Wut viel krasser und überrennt mich so. Das kenne ich gar nicht mehr von mir. Das ist sehr, sehr lange her, dass ich das hatte. Und ich vermute mal, es verschiebt sich gerade emotional irgendwie was, weil ich halt viel mehr lächle und viel mehr so das Gefühl habe, Glücksgefühle zu haben und besser drauf bin. Ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie verbrauchen kann. In der Recherche nach dem Experiment zeigt sich zum Glück, dass ich mit dem Lächeln meinen Vorrat an Glücksgefühlen nicht einfach leer ballern kann, wie man das vielleicht schon mal im Kontext von Suchterkrankungen gehört hat. Was allerdings eintreten kann, ist die sogenannte affektive Habituation. Habituation. Das beschreibt den Effekt, dass ein positiver Reiz mit der Zeit nachlässt, weil das Gehirn sich an ihn gewöhnt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal einen kleinen Euphoriekick beim Klick auf den Kaufbutton in einem Online-Shop verspürt habt. Zum Beispiel, wenn ihr diesen neuen Pullover kaufen würdet. Würde euch euer Gehirn zu Recht mit Belohnungshormonen zuschütten. Nur würde dieser Effekt dann langsam nachlassen, sobald der Pullover in eurer Garderobe hängt. Ich muss aber keine Angst haben, dass diese Gewöhnung und die positiven Effekte des Lächelns langfristig verschwinden. Der Pullover hält euch wenigstens warm. Was nachlässt, sind nicht die psychologischen und physiologischen Basiseffekte, sondern das anfängliche Hochgefühl durch das erstmalige Auftreten der Effekte. Kennt man ja auch als Novelty-Effekt. Das merke ich zwar langsam, aber das eigentliche Problem ist ein anderes. Und das ist leider viel schlimmer. Aber wenn ich jetzt wütend werde, sind das so ganz kurze Impulse, dass ich so richtig, richtig wütend werde und dann ist es aber auch weg. Also das sind so Eruptionen. Und normalerweise werde ich halt eher langsamer wütend, bin dann wütend und dann flacht das wieder ab. Jetzt ist es halt so, es bricht so richtig extrem aus, ist dann aber auch schnell wieder weg. Wenn ich nur oberflächlich lächle, obwohl ich mich innerlich gar nicht danach fühle, baut sich in mir eine emotionale Dissonanz auf. Meine wahren Gefühle und mein Verhalten klaffen in diesem Moment immer weiter auseinander. Dieses Phänomen nennt man Surface Acting. Und jeder, der schon mal in einem Servicejob gearbeitet hat, kennt es wahrscheinlich. Dort ist es ein sehr bekanntes und gut erforschtes psychologisches Problem. Beruflich den ganzen Tag lächeln zu müssen, während man seine wahren Gefühle unterdrückt, führt auf Dauer sogar zu mehr Stress und erzeugt nervöse Anspannung. Unter dieser Anspannung reagieren wir auf negative Einflüsse oder Probleme oft mit schlagartigem Abwehrverhalten oder schlichte Wut. Und das klingt ziemlich ähnlich zu den negativen Eruptionen, die ich hier gerade wahrnehme. Da ich mich mit dem Dauerlächeln auf ziemlich unerforschtes Gebiet begeben habe, ist es schwer mit Sicherheit zu sagen, was genau gerade mit mir passiert. Was ich erlebe, ist wohl am ehesten die Folge einer emotionalen Überregulierung durch das Surface Acting. Besser erforscht ist das bei Serviceberufen und bei Jugendlichen mit aggressivem Verhalten. Wenn diese zu Hause oder in der Schule ihre negativen Gefühle wie Wut dauerhaft unterdrücken müssen, erhöht das langfristig nur das Risiko für aggressive Ausbrüche. Die negativen Gefühle stauen sich auf und entladen sich irgendwann schlagartig. Mich zwingt zwar niemand, meine Gefühle zu unterdrücken, aber im Moment bekommen sie trotzdem kaum Raum und erst recht keinen Ausdruck. Da ich ja immer dieses Lächeln im Gesicht habe. Hier, diese gute Laune-Fresse. Es fühlt sich auf jeden Fall an, als hätte ich irgendeinen Hack benutzt, der das System aber kaputt machen könnte. Habe ich mich und mein Lächeln jetzt kaputt gemacht und mir stattdessen ein Aggressionsproblem eingehandelt? Nein, keine Angst, Paul, alles gut. Zum Glück nicht. Denn neben dem Surface Acting gibt es auch noch das Deep Acting. Deep Acting und so, da komme ich jetzt aber hoch. Also, dabei versucht man nicht, die negativen Gefühle zu unterdrücken, sondern sie durch Techniken wie das Lächeln tatsächlich zu verändern. Das ist ja das, was ich mit diesem Experiment versuche und auch die meiste Zeit mache. Deep Acting ist an sich eine ziemlich gesunde Art, mit negativen Gefühlen umzugehen. Und zwar das Wohlbefinden so zu erhöhen, was ich auch spüre.
Allerdings erfordert es innere Aufmerksamkeit und aktive Bearbeitung der negativen Impulse. Die kann man nicht einfach weglächeln. Die einfach wegzulächeln, während der Kopf ganz woanders arbeitet, ist Surface Acting und funktioniert auf Dauer nicht. Das Problem ist also eher, dass ich beim dauerhaften Lächeln im Alltag vom guten Deep Acting zwangsläufig immer wieder ins schlechte Surface Acting abgleite. Besonders dann, wenn ich alleine vor mich hinarbeite und mein Lächeln nur noch Fassade ist. Ich habe jetzt ein Meeting. Und zwar nicht irgendein Meeting, sondern ich bin Teil eines Workshops, eines Live-Gesprächs vom Deutschen Regieverband. Ich bin nicht mal im Regieverband. Ich habe mich nie getraut, mich da zu bewerben, weil da halt so große Regisseurinnen und Regisseure drin sind. Jetzt bin ich aber von denen angefragt worden und bin in diesem Workshop. Und ich hoffe, es geht nicht um irgendwelche traurigen, super ernsten Sachen, weil ich möchte natürlich lächelnd durchziehen. Sollte aber während dieses Gesprächs jetzt irgendwo es so stark ernsthaft werden, dann werde ich nicht mehr lächeln. Dann lasse ich das Experiment hier fallen, weil das ist mir zu wichtig. Ich glaube, meine Laune ist auf jeden Fall stark gestiegen. Also irgendwas bringt es schon. Und diese gestiegene gute Laune trägt mich auch noch gut durch den letzten wichtigen Termin dieses Experiments und damit über die Ziellinie von 7 Tagen Dauerlächeln, um dann erschöpft umzufallen. Boah, ist vorbei. Und es gibt davon auch eine Aufzeichnung. Das heißt, ich kann wieder auch im Nachhinein gucken, ob ich durchgelächelt habe. Das war richtig, richtig gut. Das hat echt viel Spaß gemacht und ich habe super viel mitgenommen für mich. Das war ein sehr wertvoller Termin. Und dann erstmal 7 Tage richtig wütend gucken? Nein, ich habe einfach weiter gelächelt. Allerdings nur noch so zu 50%. Weil es mir gut tut. Inzwischen ist auch mein Muskelkater viel besser geworden und mein Gesicht hat sich an das viele Lächeln gewöhnt. In vielen Situationen will ich das auch auf jeden Fall weiter einsetzen. Für weniger Stress, mehr Wohlbefinden, Dankbarkeit, Optimismus und gute Laune im Alltag. Es ersetzt aber nicht völlig die Auseinandersetzung mit negativen Gefühlen. Ich will Probleme wie Trauer, Wut und Unsicherheit nicht einfach weglächeln, sondern sie auch mal spüren und zeigen. Dann muss ich auch keine Angst davor haben, dass sich das irgendwann aufstaut. Und auch negative Gefühle können eine Bindung erzeugen. Vielleicht kennst du ja das Gefühl, eine Person auf Anhieb zu mögen, wenn sie dich anlächelt. Aber auch den Moment, wenn du dich plötzlich noch näher und verbundener fühlst, sobald sie ihre Trauer oder Sorgen mit dir teilt. Also öffne dich anderen, teile deine Sorgen, lächle, wenn du kannst und vor allem pass auf dich auf.